Meine Damen und Herren, Außenstütze Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Und weil ich vermutlich in echt gerade an einem Strand liege oder in einer Ausnüchterungszelle der Polizei, nutzen wir die Technologie der Zeitreise und reisen deshalb zurück zu den besten Nachrichten aus dem Inland. Berlin. London hat den Big Ben, Paris den Eiffelturm und Berlin hatte bis vor kurzem den Alex und das Brandenburger Tor. Allerdings mussten beide einem neuen Wahrzeichen Platz machen, nämlich den berühmten Tetris-Fahrradweg in Zehlendorf. Bis heute konnte nicht geklärt werden, warum dieser Fahrradweg überhaupt so eckig ist. Was allerdings geklärt wurde, ist, dass der Tetris-Fahrradweg etwas überraschend nun nicht mehr benutzt werden darf. Denn ein Gutachten der Bezirksverwaltung hat ergeben, dass eine generelle Nutzung des Fahrradweges aus Sicht der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde nicht zulässig ist. Dies verkündete Bezirksstadträtin Maren Schellenberg von den Grünen. Ach Menno, jetzt hatte ich mir extra für den ein Fahrrad gekauft, ruft die Schlange aus dem Nokia-Handyspiel Snake traurig. Schade nur, können wir noch einmal ein Bild von dem Maler sehen, der den Tetrisweg gemalt hat? Vielleicht können wir hier ja das Geheimnis des Tetrisweges gemeinsam lösen. Okay, hier ist er zu sehen, aber nee, sieht für mich wie ein typischer Berliner Maler aus. Haben wir vielleicht noch ein Bild von seiner Familie? Nein, auch die sehen vollkommen normal aus. Bonn. Sehr beliebt sind Armbänder bei Gamern, auf denen meistens steht, dass man doch bitte bei einem Unfall die Browser-History schnellstens löschen sollte. Dass aber jemand geheime Daten auf einem Notebook vergisst, wenn er dieses verkauft, passiert eigentlich eher selten. Aber scheinbar nicht so selten bei der Bundeswehr. Denn wie nun berichtet wurde, hat die Bundeswehr mehrere Notebooks verkauft, auf denen vergessen wurde, streng geheime Dokumente zu löschen. Wie sich zudem herausstellte, waren auf den Geräten teilweise sogar komplette Nutzerprofile. Allerdings passwortgeschützt. Leider war das Passwort einfach nur der Nutzername. Ziemlich clever, da kommt der russische IT-Spezialist sehr selten drauf. Also zumindest in den ersten 5 Minuten. Natürlich versuchte die Bundeswehr diesen Vorfall kleinzureden und meinte, dass es sicherlich nicht ganz so optimal war, aber dass diese Geheimnisse jetzt nicht wirklich für jeden nützlich sind. Denn es handelte sich bei den geheimen Dokumenten um die Bedienungsanleitungen des neuesten Stealth-Fighters der Bundeswehr. Aber dadurch, dass der so mega gut Stealth ist, kann die Bundeswehr den gerade nirgends finden. Gefahr gebannt. Potsdam. Der Potsdamer Drogenfahndung ist ein flüchtiger Drogendealer doch noch ins Netz gegangen. Allerdings passierte dies nur unter der tatkräftigen Mithilfe eines Rehs. Denn dieses stoppte den Drogendealer, der in seinem Auto die Flucht ergreifen wollte, indem es sich todesmutig auf die Straße stellte und dadurch den Flüchtigen zu einer Notbremsung zwang, die im Straßengraben endete. Und nur so konnte die Drogenfahndung den Mann dann am Ende festnehmen. Gefragt, warum denn das Reh sich dem Drogendealer in den Weg stellte, meinte es nur, sorry, aber das machen wir Rehe von der Soko Bambi schon seit Jahrzehnten. Und den Typen hatten wir schon seit Monaten observiert, nur waren die Kollegen von der Drogenfahndung halt wieder schneller beim Festnehmen als unser Kollege Kriminaloberinspektor Schnecke. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Salt Lake City. Bei uns ist die Polizei immer ein Freund und Helfer. Anders sieht es in den Vereinigten Staaten aus. Denn dort müssen Polizisten immer mehr Auflagen bekommen, um nicht noch mehr Mist zu bauen. Sei es ein bitte nicht erst schießen und dann Fragen stellen oder nicht jeder Schwarze ist ein Gangster, nimm jeden in der Wall Street als Beispiel. Jedoch gibt es in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah scheinbar noch einige andere Probleme bei ihren Polizeibeamten. Denn dort gibt es seit neuestem eine Verhaltensrichtlinie, die es Polizisten bei der Arbeit verbietet, unter anderem nicht mehr in Polizeifahrzeugen zu masturbieren und oder sich gegenseitig dabei zu texten. Immer sinnvoll, so etwas auch mal schriftlich zu fixieren, könnte bei der Berliner Polizeiakademie auch sinnvoll sein. Jedoch erklärt sich dadurch auch, warum es in den letzten Jahren in Salt Lake City zu so wenigen Verhaftungen kam, gerade wenn Tatverdächtige flüchteten. Denn mit heruntergelassener Hose kann man aus eigener Erfahrung diese nur schwer einholen. Auch erklärt dieses Masturbieren im Dienstverbot die Änderung des Slogans der Polizei in Salt Lake City von Die Polizei, dein Freund und Helfer in Die Polizei, dein Freund und Hallo, na, du bist aber eine heiße Zuckerschnecke. London. Auch noch Monate nach dem 31. März, an dem in Großbritannien der Muttertag gefeiert wird, thront weiterhin in London 5 aufblasbare Riesenbrüste auf den Dächern der britischen Hauptstadt.
Sie wurden als Kunstinstallation im März aufgestellt, um zusammen mit dem Hashtag #FreeTheFeet Akzeptanz für öffentlich stillende Mütter zu fordern. Jedoch hat sich nun London dazu entschieden, diese Kunstinstallation auch noch bis heute auf den Dächern stehen zu lassen. Allerdings nicht, um weiterhin auf #FreeTheFeet hinzuweisen, sondern aufgrund der Tatsache, dass Donald Trump zuletzt mehrfach die britische Regierung vor einem möglichen Angriff durch Godzilla warnte. Es war dabei nicht ganz klar, ob Donald Trump nur ein Poster für den kommenden Film Godzilla King of the Monsters gesehen hatte oder ob die Gefahr wirklich real ist. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, behält London deshalb lieber die aufblasbaren Brüste, um damit notfalls Godzilla noch etwas länger ablenken zu können. Grand Haven im US-Bundesstaat Michigan. Fast jeder kennt die Angst, dass, wenn einem etwas Schlimmes passiert und dann die Eltern das Zimmer ihres Sohnes aufräumen müssen und dabei über die üppige Pornosammlung von selbigen stolpern. Dies ist dann nicht nur für den Verstorbenen verstörend, sondern auch für die Eltern. Gerade wenn die letzte Ausgabe von Sexy Roboter erklärt, warum der Roomba-Staubsauger sich nicht mehr in das Zimmer des Sohns getraut hat. Etwas Ähnliches ist in Grand Haven passiert. Dort haben nämlich die Eltern die exquisite Pornosammlung ihres Sohnes noch zu dessen Lebzeiten entsorgt, was diesen jedoch nicht gefiel und er sie deshalb verklagte. Dabei hat er zuerst versucht, die Polizei zu rufen, damit diese sofort ermittelt. Als jedoch diese angewidert wegfuhren, wurde er sogar beim Bundesstaatsanwalt vorstellig, um eine Bundesklage nun anzustoßen. Auch dieser winkte schnell ab und badete dann seine Hände sicherheitshalber 2 Stunden lang in Händedesinfektionsmittel. Und so entschloss sich der Sohn nun zu einer Zivilklage und verlangt für seine vernichtete Pornosammlung $87.000 Schadenersatz. Gerade wegen der Erstausgabe von Sexy Roboter. Wir sind gespannt, wie das Urteil ausgehen wird. Haben wir zufälligerweise ein Bild vom zuständigen Bundesrichter? Und auch noch eins von der einberufenen Jury? Ja, ich denke, das wird eine faire Verhandlung. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das CT-Magazin. Denn es hat sich gezeigt, dass das Fading CT-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Nachdem ich wieder einmal abends aus dem seriösen Etablissement geil hupen kam, fühlte ich auf einmal einen stechenden Schmerz in meiner Brust. Schlagartig war mir bewusst, was ich hatte, einen Phantomschmerz in meiner Brieftasche, weil die wieder einmal aus nicht näher geklärten Gründen leer war. Von daher ging ich zu einem Arzt. Natürlich unter falschem Namen, denn Stars machen das so, damit niemand erfährt, was sie haben. Oder weil sie zufälligerweise am Abend zuvor eine private Krankenkassenkarte gefunden haben. Jedenfalls empfahl mir dieser Arzt, eine CT machen zu lassen. Da ich aber nur als neuer Privatpatient dies hätte selber bezahlen müssen, suchte ich natürlich nach einer Alternative. Und da der Kioskbesitzer nicht merkte, dass ich mit einer Krankenkassenkarte bezahlt hatte, kaufte ich mir nun damit eine CT und 20 Stangen Zigaretten. Jedenfalls ging mein Phantomschmerz in meiner Brieftasche schlagartig weg, als ich mir beim Kioskbesitzer das Geld für die von mir gekauften 20 Zigarettenstangen in bar wiedergeben ließ. Deshalb sei gewarnt, CT-Magazin, die grüne Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter der Beobachtung der privaten Krankenkassen. Das waren, dank der teuersten Spezialeffekte seit Ghost Rider 15, die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.